Wäre ich so in Gefahr? Nach der Idee der Nationalsozialisten wärst du minderwertig und ich höherwertig. Das Gebäude wurde als Krematoriumsgebäude errichtet. Homosexuelle sind verfolgt worden, eingesperrt worden, getötet worden. Arbeitslose Menschen, obdachlose Menschen, Menschen mit Behinderungen wurden verfolgt und auch zu großen Teilen ermordet. Kannst du wahrscheinlich lesen, was hier steht? Arbeit macht frei. Das ist der letzte Aufschrift dieser Art, die in Österreich erhalten ist. Es waren so viele Tote hier vor Ort schon, ja, circa noch 3500 Menschen verbrannt. Hitler war nie in einem Konzentrationslager wahrscheinlich. Nie. Aber Hunderttausende sind auf den Straßen gestanden und haben gewunken und haben Adolf Hitler in Österreich willkommen geheißen. Kein einziges Konzentrationslager existiert, wo so viele Bilder erhalten sind aus der Lagerzeit. Das ist ganz, ganz einzigartig. Und nach dem Krieg hat jeder in Österreich gesagt, ich hatte mit den Nazis nichts zu tun. Ja, das waren die anderen, die Deutschen. Ja, das war natürlich eine Lüge. Estamos aquí en Melk. Melk era un subcampo de concentración de Mauthausen. Aquí estamos Melk. Mauthausen wurde 1938 gegründet und hat bis 1945 existiert. Es war das größte Konzentrationslager in Österreich, das Hauptlager. Und Mauthausen hat Filialen gegründet, okay? Meistens um die Rüstungsproduktion vor Ort zu unterstützen mit Arbeitskräften, mit Häftlingen, okay? Ab 1943 sind die Nazis immer stärker in der Defensive. Die Lufthoheit geht verloren und die Alliierten bombardieren verstärkt Rüstungsbetriebe, Straßen, Brücken etc. Okay? Und die Rüstungsfirmen, die Waffenproduzenten, gehen unter Tage. Sie verlegen die Produktion in unterirdische Fabriken. Und darum kommen sie hierher nach Melk. Schau, da vorne. Hinter den Bäumen sieht man so einen kleinen Hügel, okay, mit einem Sendemasten drauf. Dieser Hügel heißt Wachberg und der Wachberg besteht aus sehr weichem Gestein, Quarzgestein. Und in diesen Hügel hat man eine unterirdische Fabrik gegraben. Und für diesen Zweck hat man das Konzentrationslager Melk errichtet. Okay? Okay. Dort haben die Häftlinge gearbeitet, zum Lager raufgehen, wo sie leben mussten. Okay? Wie viele Kilometer sind circa? Circa 5. 5 Kilometer. Ja. Das Lager ist dort oben, okay, da gehen wir dann hin. Das ist heute die Pirago-Kaserne. Da ist der Bahnhof, okay. Da sind wir. Und die Häftlinge sind, die blauen Pfeile, die markieren den Weg der Häftlinge zur Bahnhaltestelle in Rockendorf, okay. Die waren immer zu Fuß? Die waren bis hierher zu Fuß. Die letzten paar Kilometer brachte sie ein Zug nach Rockendorf, okay. Und eine Schicht geht raus aus dem Lager und eine Schicht hört auf zu arbeiten und geht zurück ins Lager. Und so marschieren die Häftlinge dreimal täglich durch die Stadt Melk. Okay? Und da gibt es noch Tunnel. Dort gibt es noch Tunnel. Ja. Das kann man auch besuchen hier irgendwann? Oder? Ich zeige dir Bilder. Okay. Von diesen Stollen, so hat das in etwa ausgesehen. Okay? Das ist so eine Stollenanlage. In Roggendorf. In Roggendorf, genau. Diese Stollen sind einsturzgefährdet, die Eingänge sind verschüttet, daher kann man leider die Stollen nicht besuchen. Ja. Melk war das viertgrößte KZ in Österreich, das größte in Niederösterreich. Ja. Okay. Und es waren circa 15.000 Menschen hier in Melk. Insgesamt? Insgesamt gleichzeitig bis zu 10.000. Gestorben sind in etwa 5.000. Ja. Okay. Zur Lagergeschichte. Es hat sehr kurz existiert, von 1944 bis 1945. Ein Jahr lang hat das Lager existiert. Und die Häftlinge waren aus welchen Ländern? Sie kamen aus über 30 Ländern der Welt, aus fast allen europäischen Ländern. Die meisten kamen aus Ungarn, Polen, der Sowjetunion, aber auch Italiener, Franzosen, Spanier, Norweger waren auch in Melk. Ein paar deutsche, österreichische Häftlinge waren auch hier. Ich arbeite für den Staat, für den Bund und dort arbeite ich seit 2016. Und was ist das Ziel der Stadt mit der Bildung so in diesem Bereich? Naja, also
was hier stattgefunden hat oder was in Österreich, in Deutschland zur Zeit des Nationalsozialismus stattgefunden hat, war eines der größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte. Ja. Wir Österreicher und Deutsche waren die Hauptaggressoren dieser Verbrechen. Insofern haben wir eine große historische Verantwortung, mit diesem Thema zu arbeiten. Wir leben heute in einer Demokratie. Die Demokratie gehört gefestigt, da ist Bildung und Zivilcourage ein wesentlicher Standpunkt dazu. Ja. Und mit unserer Arbeit versuchen wir, die Demokratie von innen her zu festigen. Ja, es ist eine Bildungsarbeit, eine pädagogische Bildungsarbeit. Vom Bund ist das, wir sind eine Bundesanstalt, wie ein Museum quasi, und wir machen in diesem Museum auch Bildungsarbeit. Wir machen auch Forschungsarbeit, wir machen auch Ausstellungsarbeit. Aber der Nationalsozialismus oder das nationalsozialistische Erbe ist in Österreich ein starkes Thema. Ja? Ja. In Österreich und in allen europäischen Ländern sind rechte und rechtsextreme Parteien auf dem Vormarsch. Die Demokratie ist sicher so stark gefährdet, global und europäisch wie noch nie zuvor. Und desto mehr Wert wird halt auf diese Arbeit gelegt. Ja. Und was waren zum Beispiel die Werte in den Nazi-Zeiten? Welche waren die Werte von den Nazis eigentlich? Also die Nationalsozialisten haben alleine regiert. Sie haben alle anderen Parteien verboten. Es gab nur mehr eine Partei, die NSDAP. Menschen, die der politischen Opposition angehört haben, sind verfolgt worden. Homosexuelle sind verfolgt worden, eingesperrt worden, getötet worden. Arbeitslose Menschen, obdachlose Menschen oder auch Menschen mit Behinderungen galten als weniger wert, wurden verfolgt und auch zu großen Teilen ermordet. Die Nationalsozialisten waren im Kern eine rassistische Partei, die an die Überlegenheit ihrer eigenen Art geglaubt hat, an die Überlegenheit der vermeintlichen arischen Rasse. Dementsprechend wäre ich höher stehend wie du, weil du gehörst nicht der vermeintlichen, ich sage vermeintlich, weil es keine Menschenrassen gibt. Wir sind genetisch gesehen relativ gleich, auch wenn du eine andere Herkunft hast. Die Nazis haben aber eine arische Rasse konstruiert, könnte man sagen. Und nach der Idee der Nationalsozialisten wärst du minderwertig und ich höherwertig. Und wegen dieser Minderwert wäre ich so in Gefahr, also hätte ich in eine Konzentrationslager gelandet, oder kommt es darauf an, auf meine politische Ideologie? Du hättest kein Reichsbürger werden können. Reichsbürger können nur jene werden, die deutschen Blutes sind. Ja, so haben sie das gesagt. Wenn sie dich nicht verhaftet hätten, das hätte gut sein können, weil du vielleicht einen Beruf ausübst, den sie gut brauchen können, dann hätten sie dir wahrscheinlich die Möglichkeit genommen, dich fortzupflanzen. Das heißt, sie hätten dich wahrscheinlich sterilisiert oder des Landes verwiesen. Das heißt, du sollst dich auf jeden Fall nicht vermehren. Ja? Und du sollst, was natürlich auch verboten gewesen wäre, man sieht diese Rasse als was Biologisches, als einen Volkskörper, und dieser Volkskörper muss rein bleiben, rein vom fremden Blut. Das heißt, wenn du mit einer deutschen, mit einer österreichischen Frau, mit einer sogenannten Arierin Sex gehabt hättest, Kinder gezeugt hättest, dann wäre das eine sogenannte Rassenschande gewesen und das war strafbar. Behinderung galt als, man spricht vom sogenannten Sozialdarwinismus, der überträgt die Lehren Charles Darwin auf die Menschen. Und in der Natur ist es so, dass kranke Tiere nicht überleben. Sie werden gefressen, sie verhungern, sie können sich nicht durchsetzen. Und die Nazis legen dieses Prinzip auf die Menschen um und sagen, ein Mensch, der nicht stark genug ist, sich am Leben zu erhalten, der unsere Hilfe braucht, weil er behindert ist, der soll den Gnadentod erfahren. Das heißt, der Volkskörper, die Gesellschaft erlöst diesen Menschen von seinem Leid, so denken das die Nazis, und sie erleichtert sich, weil er keinen Ballast mehr darstellt. Man muss das Leben dieses Menschen nicht mehr finanzieren, und so werden Menschen mit Behinderungen getötet. Ja. Okay.
Politische Gegner werden verfolgt, viele auch ermordet, weil keine andere politische Strömung, Ansicht geduldet wird. Der Kernfeind des Nationalsozialismus ist der Kommunismus, ja, im politischen Sinne. Und der Kernfeind im rassistischen Sinne ist das Judentum. Aber es werden auch andere Menschen verfolgt, Roma und Sinti zum Beispiel. Also die wollten alle anderen in ganze Welt umbringen? Naja, das kann man mutmaßen, da gibt es jetzt keine fundierte Antwort. Aber Okay. man wollte auf jeden Fall den Lebensraum für diese sogenannten Herrenmenschen vergrößern. Also die Länder wurden überfallen, wie zum Beispiel die Sowjetunion oder Polen. Und die ansässige Bevölkerung wurde verschleppt und die, was noch dort geblieben sind, sollten den sogenannten Herrenmenschen als Sklaven zuarbeiten. Gleichzeitig hat man versucht, in diesen eroberten Gebieten eigene Leute anzusiedeln, sodass die ehemaligen Polen aussterben und irgendwann alles deutsch wird durch immer neue Besiedlungen. Es gab einen sogenannten Generalplan Ost, der hat vorgesehen, dass der Raum im Osten, in Russland, in der Sowjetunion germanisiert wird. Das war sicher ein Plan, ja, das kann man so sagen. Die ganze Welt, ja, vielleicht, ja, aber da gibt es jetzt keine fundierten Quellen dazu. Also hier sehen wir eine Militärkaserne. Ja. Diese Militärkaserne wurde 1913 errichtet. Okay? Das war eine Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Da hat das Land Österreich noch nicht existiert. Da war das Teil der Habsburger Monarchie. Okay? Okay. Mit Ende des Ersten Weltkrieges 1918 entsteht die Republik Österreich. Ja? Und die Republik Österreich endet spätestens 1938 mit dem Einmarsch der Nationalsozialisten in Österreich. Und dann wird das eine Kaserne der deutschen Wehrmacht und der SS. Okay? 1944 braucht man Häftlinge, die dort den Stollen graben. Ja? Man hat schon extremen Stress, das Reich ist von überall bedroht. Darum will man nicht eigens ein KZ bauen. Jetzt ist diese Kaserne fast leer, weil die Soldaten sind ja alle im Einsatz. Okay? Okay. Und jetzt baut man diese Kaserne zu einem Konzentrationslager um. Okay? Und das sehen wir hier. Wenn wir es so halten, dann ist das, auf dieses Gebäude blicken wir da vor uns. Okay? Hinter uns, in dem Bereich, wo jetzt die Wohnhäuser sind, waren die SS-Baracken oder die Baracken der Bewacher. Auch viele Wehrmachtssoldaten waren das. Okay? Da direkt dahinter war der Appellplatz, der Antreteplatz, wo die Häftlinge gezählt wurden, oft auch schikaniert wurden und so weiter. Manche auch gequält und getötet wurden. In diesem Dreieck, steht heute alles noch, war die Lagerverwaltung, die Kommandatur und so weiter. Okay? Da hinten, das werden wir später noch besser sehen, waren die Häftlingsreviere. Das bedeutet, wenn ein Häftling krank ist, wenn er nicht mehr arbeitsfähig ist, dann wird er ins Revier geschickt. Ja? Und im Revier wird er nicht behandelt, sondern er wird dort entweder sterben gelassen oder nach Mauthausen ins Hauptlager zurückgeschickt. Und wenn ein Kranker zurückgeschickt wird, schicken die Nazis einen Gesunden aus Mauthausen retour, dass die Arbeitskraft nicht geschmälert wird, der Gesamthäftlinge. Okay. Da waren die Häftlingsbaracken, da ist heute ein Fußballplatz der Kaserne. Ja? Und da in dieses Gebäude, das war das Objekt 10, da werden wir dann als nächstes reingehen. Okay. Die Kaserne, also das Konzentrationslager, wurde im April 1945, die Russen sind aus dem Osten gekommen, die Amerikaner aus dem Westen, das war so in der Mitte. Und das Lager wurde nicht befreit. Die Häftlinge wurden vorher weggebracht, evakuiert. Ja. Man hat sie immer in Todesmärschen weggetrieben von der Front, zurück nach Mauthausen. Ja. Okay. Also das Lager wurde nicht befreit. Und ab 1955
oder 56 wurde es wieder eine Militärkaserne des demokratischen Österreichs, wie wir heute sind. Okay. Es gab 4 Besatzungszonen in Österreich. Ja? Genau, nördlich der Donau war russische Besatzungszone. Okay. Hier war auch noch russische Besatzungszone. In Linz zum Beispiel, südlich der Donau, waren die Amerikaner. Ja. Weiter im Westen, in Kärnten, waren zum Beispiel die Briten, in Tirol und so waren die Franzosen. Ja. Und wie wurde so die internationale, la Patrulla Internacional? In Österreich ist es so, dass ja Österreich mitverantwortlich war für diese Verbrechen. Ja? Man wollte, aber man hat immer gesagt, wir waren das erste Opfer der Nazis. Österreich hat die Schuld immer von sich gewiesen. Darum sollte über dieses Thema nicht gesprochen werden. Es wurde totgeschwiegen, kann man sagen. Ja? Aber diese Arbeit an den Orten wurde schon in den 50er, 60er Jahren gemacht, nicht von Österreichern, sondern von ehemaligen Häftlingen im Mauthausen. Okay? Manches Mal auch im Melk. Ja? Die überleben. Genau. In der Österreich hat man oft bis in den 70er, 80er Jahren in der Schule nicht vom Zweiten Weltkrieg gelernt. Ja? Hat man einfach nicht gemacht. Ja? Und in den 1980er Jahren war ein ganz wichtiges zeithistorisches Ereignis. Da war ein Präsident in Österreich, der hieß Kurt Waldheim. Ja? Und dieser Präsident war auch Generalsekretär der UNO. Ja? Und der hat für den Wahlkampf kandidiert zum 2. Mal. Ja? Und dann ist rausgekommen, dass er früher bei der SA in Jugoslawien, am Balkan stationiert war. Dort, wo er stationiert war und die Einheit, die er befehligt hat, hat nachweislich Kriegsverbrechen begangen. Ja? Okay. Man konnte den Kurt Waldheim nicht nachweisen, dass er selbst quasi Menschen getötet, misshandelt hat und so weiter, aber es war klar, er war weitestgehend involviert in der einen oder anderen Form. Ja? Und das hat den internationalen Blick, den Blick der Welt auf Österreich geschärft. Weil man hat immer gesagt, na, die Österreicher, die sind lieb, die machen Musik, die machen Kultur, die sind Mozart. Aber Nazis, das waren immer die Deutschen. Ja? Und das hat angefangen zu zerbröckeln. Man nennt es Opfermythos. Ja? Der Mythos, dass wir Opfer waren, ist zerbröckelt und irgendwann musste Österreich auch zugeben, verantwortlich gewesen zu sein, mitverantwortlich für diese Verbrechen, ja? Profiteure gewesen zu sein von den Arisierungen und so weiter. Und dann ist ein großer Druck entstanden in der Bevölkerung. Also das Schweigen sollte gebrochen werden. Wir wollen darüber reden, vor allen Dingen die junge Generation. Ja? Und dann, Anfang der 90er Jahre, hat ein österreichischer Bundeskanzler, Franz Vranitzky, zum ersten Mal zugegeben, dass Österreich mitverantwortlich war für diese Verbrechen, dass die Österreicher davon gewusst haben. Und wenn man mitverantwortlich ist, ja, dann hat man natürlich auch einen Bildungsauftrag. Dann ist man auch verantwortlich dafür, mit dieser Geschichte zu arbeiten. Immer in der Hoffnung, dass sich Ähnliches nicht so leicht wiederholt. Ja. Und dann hat es begonnen, man kann sagen, in den 90er Jahren vermehrt, dass Schulen an diese Gedenkstätten gefahren sind und darüber informiert wurden. Ja. Und dann sind immer mehr Schüler gekommen und dann hat sich diese Arbeit an den Gedenkstätten professionalisiert. Und es sind die Leute wie ich, die das machen, nennt man Vermittler oder Gedenkstättenpädagogen und die haben eine lange Ausbildung, bis sie diese Arbeit machen. Ja. Okay. Wie lange dauert die Ausbildung? Die meisten haben vorher Studium gemacht, viele haben Geschichte studiert oder haben Pädagogik studiert oder sind Lehramtsstudenten, manche sind auch pensionierte Lehrer. Die Ausbildung selbst dauert ein halbes Jahr im Mauthausen. Man lernt viel mehr pädagogisches, didaktisches Handwerkszeug, weniger historisches. Das historische Wissen wird gewissermaßen vorausgesetzt, einigermaßen, weil es nicht Zeit hätte, in der kurzen Zeit der Ausbildung. Ich habe Geschichte studiert in Wien und bin dann 2016 zur Gedenkstätte gekommen. Okay. Ich arbeite nicht als Historiker eigentlich, sondern mehr in der pädagogischen Abteilung. Und ich arbeite in Mauthausen selbst und seit einigen Jahren gibt es auch hier in Melk eine kleine Vermittlungsabteilung und die leite ich und baue diese Abteilung quasi mit meinen Kollegen auf. Ja, also die Bevölkerung man kann sagen, die Nazis sind 1938 in Österreich einmarschiert. Ja? Ein Land hat Österreich übernommen.
Das Militär hat keinen Widerstand geleistet. Die Bevölkerung hat auch keinen Widerstand geleistet. Aber Hunderttausende sind auf den Straßen gestanden und haben gewunken und haben Adolf Hitler in Österreich willkommen geheißen. So war die Stimmung in Österreich. Also die meisten Menschen haben sich gefreut, Teil des Deutschen Reiches zu werden, weil sie sich eine Aufwertung versprochen haben des eigenen Statuses, der wirtschaftlichen Position in der Größe dieses Reiches. Man hat gesagt, das kleine Österreich ist nicht überlebensfähig. Also viele waren begeistert. Ja. In Österreich war der Hass gegen Juden schon lange sehr groß, bevor Hitler an die Macht gekommen ist. Es haben sich auch viele gefreut. Naja, haben es gesagt, der macht endlich Schluss mit den Juden. Ja. War die Zustimmung zum Nationalsozialismus sehr groß, muss man sagen. Ja. Es hat dennoch Menschen gegeben, die haben sich gewehrt oder die waren nicht einverstanden mit dem Nationalsozialismus, aber das war eine Minderheit. Einige waren ambivalent, ja, aber die waren passiv, die haben geschwiegen. Ganz wenige, nur ganz wenige waren aktiv im Widerstand. Der größte Teil des Widerstandes kam aus der kommunistischen Partei, die im Untergrund weitergearbeitet hat. Ja. Okay. Die Kirche hat so gut wie, die Kirche als Institution, die römisch-katholische Kirche, hat keinen Widerstand geleistet. Ja, die hat sich verbrüdert, fraternisiert mit den Nationalsozialisten. Einige Pfarrer haben Widerstand geleistet, aber nur Einzelpersonen, nie die Institution. Ja. Und so kann man sagen, war die Zustimmung sehr groß, bis gegen Kriegsende klar war, okay, wir werden diesen Krieg verlieren, das wird nicht gut ausgehen. Und dann waren die Leute nicht mehr einverstanden mit der Politik des Führers. Ja. Aber erst, wie es ungemütlich worden ist, erst, wie immer mehr Söhne gestorben sind an der Front und so weiter, ja, dann wollten alle keine Nazis mehr sein. Und nach dem Krieg hat jeder in Österreich gesagt, ich hatte mit den Nazis nichts zu tun. Ja, das waren die anderen, die Deutschen. Ja. Das war natürlich eine Lüge. Bis die 90er Jahre das aufgebrochen ist, genau. Okay. Und noch heute gibt es leider sehr viel, du weißt das sicher selbst, Rassismus in Österreich, und rechte Parteien haben Zustimmungen bis 30%. Die haben ein ähnliches Weltbild wie die Nationalsozialisten. Ja? Und in Deutschland ist es dasselbe und in vielen Ländern Europas leider auch. Ja? Und in Amerika auch. Ja? Überall. Schaut sehr schlecht aus. Ja? Und du siehst, wie lange es gedauert hat bis 2020, bis da eine Erinnerungstafel entstanden ist. Okay? Bis vor 4 Jahren hat nichts darauf hingewiesen, hier, dass da ein großes KZ dahinter war. Okay? So schwer ist es, das sichtbar zu machen, darüber zu reden. Weißt du, was ich meine? In Melk zum Beispiel ist man bekannt für den Stift. Leute kommen zum schönen Stift. Natürlich redet man da nicht so gerne über das Lager. Ja? Ja. Und so hat es lange gedauert. Was sind die Fragen, die die Leute dir machen normalerweise? Verschiedenster Art. Wie haben die Häftlinge gelebt? Wie konnte das passieren? Wäre das wieder möglich? Was haben die zu essen bekommen? Warum mache ich diesen Job und so weiter? Diese Art von Fragen. Viele Fragen kann ich nicht beantworten. Ja? Also es gibt Fragen, die sind einfach, wie konnte das passieren? Ja, da kann man drüber philosophieren, aber es gibt nicht die eine Antwort. Also die philosophischen Fragen, wo die Antwort nicht klar ist, diese Fragen, die zum Nachdenken anregen, sind immer die interessantesten. Ja? Esoterik. Sachen. Ja. Und hast du irgendwas gesehen, irgendwas erlebt oder gespürt? Also ich muss dir ehrlich sagen, ich würde mich als Mann der Wissenschaft bezeichnen, und wenn ich den Begriff Esoterik höre, tue ich mir schon schwer. Und Esoterik ist einfach ein Glaube. Ja. Es ist ein Glaube, den man haben kann, ist auch okay, wenn den viele haben, aber mit dem habe ich nichts zu tun. Und ja, so suggestiv. Es ist einfach nichts, was sich irgendwie behandeln lässt, weil man kann es nie verifizieren, falsifizieren. Es bleibt immer, ja, spekulativ. Ist ein Glaube. Ja. Die Menschen glauben gerne, vielen hilft der Glaube. Sie sollen glauben, aber ich bin nicht gläubig. Ich bin bei keiner Religionsgemeinschaft und ich bin nicht esoterisch verhandelt. Da gehen wir rein. Ja. Ja. Das ist eine neue Eingang, oder? Ja, das ist unser Eingang da, genau. Der existiert jetzt auch schon ein paar Jahre. Da unten gibt es andere. Da werden wir dann hingehen, ja. Ah, okay.
dem ist nichts zu sehen. Hier soll ich Pause machen oder hier kann ich? Da genau ist es folgendermaßen. Du darfst das Kasernengelände dahinter nicht filmen. Okay. Wir gehen jetzt. Das habe ich nicht erwartet. Was? Das ist so Solche groß. Raum. Ja. Und so gestaltet. Vielleicht ganz kurz das Wichtigste zu diesen Räumlichkeiten. Dieses Gebäude heißt Objekt 10. Okay? Da waren die ersten Häftlinge untergebracht. Wir können uns dann später kurz die Ausstellung anschauen, wenn du magst. Da ist eine zweite und da hinten ist ein großes Modell vom Lagergelände. Das können wir uns dann später auch noch anschauen. Okay? Das Gebäude steht seit 2020 unter Denkmalschutz. Unter anderem, wenn du kommst, kannst du wahrscheinlich lesen, was hier steht. Siehst du es? Wer macht Arbeit. Arbeit macht frei. Genau, diesen Spruch kennst du. Arbeit macht frei. Habe ich, glaube ich, schon irgendwo gelesen. Sag mir was, aber. Also Arbeit macht frei ist so ein, ich würde sagen, wahrscheinlich weltbekannter Spruch der Nationalsozialisten. Der stand zum Beispiel über dem Lagertor von Auschwitz-Birkenau. Ja. Die Häftlinge sind da durchgegangen und oben ist gestanden, Arbeit macht frei. Die Arbeit hat sie aber nicht frei gemacht, sondern die Arbeit hat sie vernichtet. Ja. Und so ist dieser Spruch, man kann ihn verschieden interpretieren, aber er ist eine Form der Verhöhnung der Häftlinge. Okay. Man sieht, er wurde übermalt und später wieder freigelegt. Das ist der letzte Aufschrift dieser Art, die in Österreich erhalten ist. Okay? Ach so, in ganz Österreich gibt es keine mehr, so öffentlich mindestens. Nein, also wir kennen keinen anderen. Ja. Auch im Mauthausen nicht. Da stehen weitere Sinnsprüche der Nazis. Das ist immer, die bezeichnen so, oder ja, die nationalsozialistischen Tugenden. Wenn wir darüber gehen. Was steht da? Es ist recht schwer zu lesen. Es steht da, jede Arbeit adelt. Also jede Arbeit ist wichtig. Ja? Okay. Oder weiter hinten Ordnung, Sauberkeit, Wahrhaftigkeit. Ja? Das ist so typisch nationalsozialistische Tugenden. Ja? Oder dort in der Mitte, noch schwieriger zu lesen, im Rot und links und rechts davon steht Gehorsam, Fleiß, Ehrlichkeit zum Beispiel. Ja. Sei gehorsam, sehr fleißig, sei ehrlich. Ja. Was waren aber die Nazis? Ja, die gefährlichsten Menschen im Nationalsozialismus waren jene Menschen, die gehorsam waren. Wenn ein Mensch das tut, was man ihnen anschafft, unabhängig von seinen eigenen moralischen Vorstellungen, ja, dann ist der am gefährlichsten, am leichtesten instrumentalisierbar. Genau. Daher ist das Gebäude unter Denkmalschutz gestellt worden. Das alles soll wieder rauskommen, die Ausstellung. Hier sollen Büros entstehen, Seminarräume entstehen und eine große Dauerausstellung. Okay? Diese Ausstellung ist nur temporär hier. Okay. Das wird wahrscheinlich nächstes Jahr passieren. Aber das wird dann öffentlich für alle? Ja, genau. Das ist der Plan, dass dann öffentlich begehbar ist und täglich wer da ist. Wir werden sehen, ob das passiert. Wir sind immer von finanziellen Geldern abhängig, von öffentlichen Geldern. Wird die Regierung jetzt vielleicht eine sehr rechtsgerichtete Regierung, kann man nicht sagen, inwieweit sie gewillt ist, auch die Gelder für diese öffentliche Arbeit quasi auszuschütten. Das weiß man nicht. Man ist immer abhängig von Spenden und Spenden nicht so sehr, sondern von öffentlichen Geldern, von Steuergeldern, die der Staat ja einnimmt und verwaltet. Und je nachdem, ob er was unterstützenswürdig findet oder nicht, zuspricht. Ja. Gut, schauen wir kurz da nach hinten. Da ist ein Modell zur besseren Veranschaulichung vom Lager. Dieses Modell wurde von einer Schule gemacht. Wir haben immer wieder verschiedenste Kooperationsprojekte mit Schulen. Dieses Modell hat die HTL Ips gemacht. Ja. Die haben das mit einem 3D-Drucker ausgedruckt. Und hier sehen wir quasi das ehemalige KZ Melk mit all seinen Gebäuden.
Ja, in Schwarz siehst du, was heute noch vorhanden ist. Die weißen Gebäude sind weg. Und am Rand sind diese... Stacheldrahtzäune, die waren in der Regel elektrisch geladen. Viele Häftlinge sind auch gestorben in den Stacheldrahtzäunen. Und es war nie der Fall, die jemand ein Tunnel, also die Häftlinge Tunnels gebaut haben und geführt? Na, es war nie der Fall. Ne? War die Kontrolle so sehr... Man muss sich vorstellen, um Tunnel graben zu können, muss man unbeobachtet sein. Der Ort ist aber ein Ort der Überwachung. Um Tunnel graben zu können, muss man eine Schaufel haben. Haben sie in der Regel nicht. Um Tunnel graben zu können, braucht man Kraft. Haben sie in der Regel nicht. Ja? Um Tunnel graben zu können, muss man den Aushub, die Erde, die man rausgräbt, beseitigen. Ja? Wo tut man die hin? Also das ist quasi unmöglich, dass man da Tunnel gräbt. Ja? Hier in diesem Bereich waren die Krankenbaracken, das Revier, was ich vorher gesagt habe. Also hier waren die kranken und nicht mehr arbeitsfähigen Häftlinge. Wir sind da, in diesem Bereich, diese Stiege sind wir reingegangen. Hier sind wir jetzt gerade. Und unten war die Küche, hast du gesagt? Unten war die Küche, genau. Was haben genau in diese Berg produziert? Sie haben Kugellager produziert. In Englisch heißt es Ball Bearings, Bolla de Rotation. Genau, das wurde produziert. Das brauchte man überall in der Rüstungsindustrie. Also überall, wo drehende Teile sind, braucht man Kugellager. Genau. Hier war vor kurzem die Befreiungsfeier. Die ist immer im Mai, wird die Befreiung gefeiert. Und Menschen aus vielen Ländern Europas, viele Politiker, aber auch Schüler kommen dann hierher und gedenken diesen Opfern und feiern die Befreiung des Faschismus. Ja. Also das Ende des Nationalsozialismus ist der Beginn des demokratischen Österreichs, kann man sagen. Ja. Und wie ist die Stimmung? Wie ist die Stimmung? Die feiern wirklich wie eine Party oder so? Oder anders wie es in Mexiko wäre wahrscheinlich. Eher so, du kennst den Dia de los Muertes in Mexiko, der wird sehr ausgelassen gefeiert mit viel Alkohol. Aha. Vielleicht weißt du, wie man in Österreich Allerheiligen feiert. Eher so wie... Diese Richtung, aber schon... Aber ohne kirchliche Würdenträger meistens. Okay. Ja. Aber schon aber es wird gesungen, es war die Schule da, die hat musiziert zum Beispiel. Ich habe mit Schülerinnen einen Workshop gemacht, die haben auf Basis des Workshops Texte erarbeitet, die haben sie vorgetragen. Also die Jugend, es ist immer wichtig, die Jugend mit einzubeziehen und es ist immer wichtig, die öffentlichen Entscheidungsträger, die Politiker mit einzubeziehen. Ja, also hier sind dann immer Minister und relativ hochrangige Politiker, kann man sagen. Das kennst du vielleicht auch, das ist was sehr Bekanntes. Da sieht man nochmal ganz gut, wie die Nazis die Häftlinge unterteilt haben. Ja. Und das war eben ein Häftling, wenn der ins Lager gekommen ist, dann war er eine Nummer. Er hat eine Nummer bekommen. Wenn du der 100. Häftling im Lager warst, hast du die Nummer 100 bekommen. Wenn du ein politischer Gegner warst, hast du zudem einen roten Winkel bekommen. Okay, so ein rotes Dreieck. Dann hat die SS sofort gesehen, okay, das ist ein Mensch mit einem roten Winkel, ist ein politischer Gefangener. Wenn du aus Tschechien gekommen wärst, hättest du dann noch ein T. Wenn du aus Polen gekommen wärst, ein P. Und wenn du ein Franzose oder was auch immer gewesen wärst, ein F. Ja? Also so haben die Nazis die Häftlinge oft im Lager eingeteilt. Ja? Das alles ist eigentlich ein Unterrichtsmaterial für SS-Männer gewesen zur Veranschaulichung. Was steht da? Bibelforscher? Bibelforscher sind die Zeugen Jehovas. Kennst du die Zeugen Jehovas? Ja. Nur Zeugen Jehova waren verboten, andere... Zeugen Jehova waren verboten, weil sie pazifistischen Grundsatz in ihrer Religion haben und der verbietet ihnen, den Dienst an der Waffe anzunehmen. Das heißt nichts anderes, für die Nazis waren sie Wehrdienstverweigerer und Wehrdienstverweigerer sind verfolgt worden. Okay. Ja. Vielleicht geben wir auch ganz kurz den Tätern ein Gesicht. Einige SS-Männer, die in Mauthausen und in anderen KZs Dienst gemacht haben, sind vor Gericht gestellt worden. Die meisten nicht, aber einige schon. Und hier sehen wir die Dachauer Mauthausen-Prozesse. Okay? Das waren die Hauptprozesse, die sich mit Verbrechen der SS in Mauthausen beschäftigt haben. Okay?
Es ist sehr schwer zu sagen, wie viele SS-Männer in Mauthausen waren, aber man kann sagen, dass circa 15.000 Männer in der Funktion eines Täters, eines Aufsehers in Mauthausen oder den Nebenlagern gewesen ist. Ja. Okay. Und es sind circa 400 Verfahren eröffnet worden. Also gegen sehr viele, gegen die meisten ist nie ein Verfahren eröffnet worden. Hier in Melk gab es einen Lagerführer, der hieß Julius Ludolf, den siehst du hier auch vor Gericht. Der war hauptverantwortlich für die Verbrechen in Melk und der wurde 1947 zum Tode verurteilt und hingerichtet. Ne? Einer von 86 Männern. 86 wurden somit Todesstrafe bestraft. Genau. Also viele wurden mit der Todesstrafe bestraft, aber meistens wurde sie nicht ausgeführt. Bei 86 wurde sie vollzogen. Okay. So auch beim Julius Ludolf. Ja. Genau. Also diese Ausstellung bezieht sich großteils auf das KZ Mauthausen. Also das KZ Mauthausen war ja das größte KZ in Österreich und es wurden viele Fotos gemacht. Die Fotos wurden von der SS selbst gemacht, zu Dokumentationszwecken sehr oft, manches Mal sind es auch Freizeitaufnahmen und so weiter. Es gab eine eigene Abteilung, die Fotografien gemacht und entwickelt hat im Lager, die hieß Erkennungsdienst. Okay? Und diese Abteilung hat alle Fotos, fast alle gemacht. Ja. Am Schluss der Ausstellung sind ein paar Fotos von der Befreiung, die haben die Amerikaner gemacht. Ja. Aber die Fotos, was während der Lagerzeit entstanden sind, die waren natürlich ein belastendes Dokument für die Nazis nach dem Krieg. Daher haben die Nazis immer versucht, alle belasteten Dokumente, Bilder, Texte, Akten zu vernichten. In Mauthausen ist ihnen das nicht gelungen, weil Häftlinge die Negative dieser Fotos vor Ende des Krieges rausgeschmuggelt haben und sie bei einer Frau im Ort versteckt haben. Jetzt gibt es zum Lager Mauthausen aus der Lagerzeit Tausende von Bildern, mehr wie von jedem anderen KZ. Okay? Kein einziges Konzentrationslager existiert oder ehemaliges, wo so viele Bilder erhalten sind aus der Lagerzeit. Okay? Das ist ganz, ganz einzigartig. Und jetzt zeige ich dir kurz, wie es dazu gekommen ist. Das ist eine ganz wichtige Person, das war ein Spanier, der Francisco Boix oder Bosch. Und der war Fotograf. Ja? Okay. Und der hat beim Erkennungsdienst gearbeitet. Ja? Beim Erkennungsdienst war das sein Chef, ja, das müsste der Ricken sein. Ja. Und der hat Fotos gemacht und auch entwickelt. Ja. Und die Spanier, also einige Spanier hatten gegen Kriegsende sehr gute Arbeitsbedingungen und haben außerhalb vom Lager gearbeitet. Ja. Das waren diese Männer. Das Arbeitskommando Boschacher, die haben für eine private Firma außerhalb des Lagers gearbeitet. Ja. Und wie sie vom KZ Mauthausen zu ihrem Arbeitsplatz bei der Firma Boschacher gegangen sind, sind sie immer beim Haus dieser Frau vorbeigegangen. Ja? So, da haben die Fotos versteckt. Und die haben sich angefreundet mit dieser Frau. Ja? Und die Frau und die Häftlinge konnten schon damals ein bisschen Beziehungen knüpfen. Ja? Das war für andere Häftlinge unmöglich. Und dann haben sie begonnen, ich glaube März ca. 45 die Fotos rauszuschmuggeln mit Hilfe von ihm. Und dann ist es übergeben worden an das Kommando. Und das Kommando hat mit der Frau Pointner, hat sie geheißen, vereinbart, dass sie die Fotos bei ihr verstecken dürfen. Ja, die Frau Pointner war also auch widerständig. Sie hat geholfen, Beweise gegen die Nazis zu sichern. Ja. Und nach dem Krieg ist der Francisco Boix wieder gekommen und hat die Fotos abgeholt. Und diese Fotos waren dann Beweisstücke bei den Nürnberger Kriegsprozessen zum Beispiel. Ganz wichtige Beweise eigentlich. Ja. Und heute haben wir auch noch viele dieser Bilder. Ja. Die Originalbilder. Die Originalen sind viele in verschiedensten Archiven. Ja. Einige bei uns, teilweise auch in Amerika, teilweise in Spanien, teilweise in Tschechien, unterschiedlich. Das ist das Arbeitskommando. Du kannst dann selbst Zeit nehmen. Da ist die Berichterstattung nach dem Krieg. Ja. Da sieht man Lageraufbau in Mauthausen. Ja.
Also das Lager ist über Jahre gebaut worden. Und da sieht man die Vernichtung durch Arbeit, das heißt die Arbeit im Steinbruch. Auch sehr ranghohe Nazis wie der Heinrich Himmler waren mehrmals zu Gast in Mauthausen. Der Heinrich Himmler war das war der Chef der SS. Und Hitler selber ist... Hitler war nie in einem Konzentrationslager wahrscheinlich. Nie. Es ist kein Besuch dokumentiert. Da sieht man die Ankunft von sowjetischen Kriegsgefangenen, die sind besonders schlecht behandelt worden. Da sieht man verschiedene Formen der Demütigung im Lager. Kinder und Jugendliche als Häftlinge sieht man hier. Das war eine Desinfektionsaktion, das heißt, die Baracken waren verlaust und die Häftlinge mussten aus den Baracken rausgehen und die Baracken wurden desinfiziert. Ja, und da sehen wir die Täter. Also hauptverantwortlich für Konzentrationslager war die SS. Die SS ist die Schutzstaffel, ja, eine Einheit der NSDAP, der Nazi-Partei. Und die SS war zuständig für die Überwachung, Versorgung und Organisation dieser Konzentrationslager, für alle. Ja. Und da sehen wir teilweise höherrangige SS-Männer, man sieht das da an den Uniformen, teilweise auch weniger hohe SS-Männer. Man sieht auch, wie liebevoll teilweise da Vogelhäuser angebracht waren am Lagergelände. Also für die SS-Männer war das kein Verbrechen, für das war das ein wichtiger Dienst am deutschen Volk. Das waren überzeugte Rassisten und die haben gesagt, es ist wichtig, die Juden und andere zu ermorden, damit das deutsche Volk davon befreit ist. Die waren überzeugte Nationalsozialisten auf jeden Fall. Hier sehen wir wieder Heinrich Himmler. Also ich würde sagen, Heinrich Himmler war neben Adolf Hitler wahrscheinlich der mächtigste Mann im Reich. Das war ein österreichischer, sehr hoher Nazi, der Ernst Kaltenbrunner. Viele Nazis sind übrigens dann nach Kriegsende, um der Verhaftung zu entgehen, nach Südamerika geflohen, vor allen Dingen nach Brasilien und viele auch nach Argentinien. Einer der Eichmann zum Beispiel ist in Argentinien verhaftet worden. Gibt es ja eine Legende auch, dass Hitler in Argentinien gestorben Ja, ist. vergiss Aber es. das ist Das kannst du vergessen. Mythos. Ja, das war der Lagerkommandant von Franz Ziereis, hauptverantwortlich für die Verbrechen in Mauthausen. Genau. Der ist auch zu Tode gekommen nach dem Krieg. Die Nazis waren Rassisten, ja, und der Rassismus geht von der Überlegenheit der eigenen Art aus. Ja. Der Rassismus ist aber nicht von den Nazis erfunden worden, sondern der Rassismus ist schon älter. Ja. Der Rassismus, könnte man sagen, ist mit der Eroberung Europas und mit der Kolonialisierung der Welt verbunden. Das heißt, die Europäer fahren nach Südamerika und töten die indigene Bevölkerung und errichten selbst quasi Staaten. Ja? Das Gleiche machen sie in Nordamerika, das Gleiche machen sie in Afrika zum Teil. Ja? Also die Europa dominiert den Globus, kann man sagen, im 16., 17., 18., 19. Jahrhundert. Ja? Das heißt, der weiße Mann, ja, erobert die Welt. Und das versucht man versucht zu erklären, wieso die Europäer, obwohl der Kontinent so klein ist, so viel Macht haben. Wieso sind sie so erfolgreich mit ihrer Macht? Wieso nicht umgekehrt? Wieso kommen nicht die Afrikaner oder die Indigenen aus Amerika nach Europa und machen dasselbe? Und das haben sie rassistisch erklärt. Sie haben es versucht, durch eine eigene Überlegenheit zu erklären, eine biologisch determinierte Überlegenheit. Aber das ist Schwachsinn, ja? Das ist Humbug. Aber an das hat man lange geglaubt. Ja? Bis vor 50 Jahren war in Biologieunterricht, ja, vielleicht ist es bei euch sogar, oder vielleicht ist es in Südamerika und in anderen Ländern noch immer so, ist von Menschenrassen die Rede gewesen. Ja? Das heißt, der Rassismus war nichts Neues. Ja? Die Nazis haben ihn einfach aufgefangen. Ja? Außerdem, darfst nicht vergessen, die Nationalstaaten als Raum sind ja erst im 20. Jahrhundert, 19., 20. Jahrhundert so richtig entstanden. Ja? Und der Nationalstaat war vorher oft
Teil einer Monarchie oder irgendwas. Aber der nationale Gedanke ist sehr groß, und wenn man davon ausgeht, dass meine Nation besser ist wie die andere, dann führt das zu Konflikten. Ja. Da geht's dann, hier haben wir überall Täterperspektive. Das heißt, diese Fotos sind von der SS selbst gemacht worden. Das ist eine Selbstinszenierung. Hier ist eine Perspektivenwechsel. Das ist die Sicht der Befreier. Okay? Das sind die Fotos der Amerikaner. Kannst du auch noch einfach anschauen. Gell? Ich habe von Freunden gehört, also die Österreicher sind, und die ihr selber von die Opa und Oma gehört haben, dass die Russen und die Amerikaner ganz andere Art gehabt haben beim Befreiung. Ja, das stimmt. Und wie war das? Also grundsätzlich waren die Amerikaner als Befreier beliebter wie die Russen, kann man sagen. Ja. Das hat natürlich verschiedene Gründe. Du darfst nicht vergessen, die Russen sind von den Nazis überfallen worden, oder die Sowjetunion ist von den Nazis überfallen worden. Es sind die Menschen geraubt worden und in deutsche KZs gebracht worden. Die Zivilbevölkerung ist oft einfach ermordet worden. Beim Rückzug der Armee hat man den Boden niedergebrannt und die Leute sind verhungert, und dann sind die Russen gekommen und die waren sauer. Die waren richtig sauer, weil die haben viel gelitten. Die Amerikaner schalten sich aber erst 1944 in den Krieg ein, hatten nie Krieg am eigenen Staatsgebiet, haben geringe Verluste und sind viel entspannter. Weißt du, was ich meine? Ja, nicht so viel zum Revanche gekommen. Genau. Und insofern sind die Russen in der Anfangszeit oder die Sowjetunion strenger, meistens auch brutaler, als das die Amerikaner waren. Ja. Hier sehen wir, glaube ich, ein großes KZ, was noch gegeben hat das ist Gusen, das war das größte KZ in Österreich. Das war ein Salzkammergut bei Gmunden, vielleicht warst du dort schon mal, schöne Gegend beim Traunsee. War schon da. Dort war dieses Lager. Mal. Und da gibt es nichts mehr, oder? Doch, gibt es auch eine kleine Gedenkstätte. Da gibt es einen Stollen, wo man reingehen kann. Den Stollen der Erinnerung, den kann man reingehen. Auch in Steyr gibt es das. In Melk waren nur Männer, keine Frauen. In Mauthausen waren ca. 190.000 Männer und 10.000 Frauen. Also fast ausschließlich. Und was haben mit den Frauen gemacht? Ja, Frauen sind teilweise einfach in Frauen-KZs gekommen, wie Ravensbrück zum Beispiel oder Uckermarkt. Frauen sind aber natürlich auch in Auschwitz-Birkenau als Jüdinnen oder in anderen Vernichtungslagern wie Sobibor, Treblinka, Belzec ermordet worden. Aber in den Arbeitslagern waren tendenziell weniger Frauen als Männer. Also wurden mehr ermordet, also mehr Frauen wurden ermordet und Männer... Die Menschen, die man aus rassistischen Motiven verfolgt hat, die jüdische Bevölkerung, die Roma und Sinti, ja, die hat man meistens in Vernichtungslager geschickt. Ja, also zum Töten, sofort töten. Ja, sie sind meistens am Tag der Ankunft ermordet worden. Ins Arbeitslager hat man tendenziell eher politische Gefangene und so weiter geschickt. Okay? Und da waren meistens Frauen, hat man gesagt, na, das sind ja nicht ernst zu nehmen politisch. Frau war einfach... Wie soll ich sagen, Frau war Mutter in der Vorstellung der Nationalsozialisten, aber keine öffentliche Person. Ja. Die haben den Frauen nicht viel zugetraut in Wirklichkeit. Ja. Und daher sind relativ wenige Frauen verfolgt worden. Aber es waren natürlich auch Frauen in den KZs, ja, aus verschiedensten Gründen. Viele sind nicht entdeckt worden, obwohl sie Widerstand geleistet haben, obwohl sie vielleicht Verbotenes gemacht haben im Nationalsozialismus. Weil nicht so ernst genommen. Ja, genau, weil man sie unterschätzt hat. Genau. Und in den Arbeitslagern waren großteils Männer. Aber natürlich, die Juden sind ermordet worden, wurscht, Frau, Mann, Kind, alle sind ermordet worden, derer man habhaft wurde. Zum Beispiel diese spanische bewaffnete Häftlinge, also die wurden auch im Krieg geschickt? Die Spanier waren großteils Kommunisten, ja, haben gegen Franco gekämpft früher und die haben sich organisiert im Lager mit anderen Kommunisten und die haben die Kontrolle des Lagers übernommen, nachdem die Amerikaner gekommen sind. Okay? Von den Nazis wurden die nicht bewaffnet. Okay. Nur um Ordnung zu sorgen im Lager hat man dieses Häftlingskomitee eingesetzt. Also sind die Amerikaner gekommen? Die Amerikaner haben diese Gruppe bewaffnet und die noch
übrig geblieben da sind, kontrolliert oder wie? Nein, sie haben zum Beispiel auch geflohene Nazis gesucht, die haben geschaut, okay, ob es verstehe. Gefahren gibt, die haben einfach für Ordnung gesorgt. Es war Chaos, jeder wollte was zu essen, aber es war natürlich, man musste irgendwie So wie eine Ordnung schaffen. Polizei. Ja, so wie eine Ordnungspolizei. Ja. Aber die sollten nicht die Häftlinge irgendwie bewachen, sondern nur für Ordnung sorgen. Ja. Okay. Und sie haben natürlich geschaut, ob sie entflohene SS-Männer finden im Mauthausen. Hier sehen wir zum Beispiel erste Befreiungsfeiern in Mauthausen. Das findet heute ja auch noch statt, diese Befreiungsfeiern. Da redet jemand, da werden Kränze und Blumen Ist das eine abgelegt. Skulptur, oder? Das ist eine Gedenktafel, ja, die hängt heute noch in Mauthausen. Und da geht es dann schon um die Suche nach Beweisen für eben spätere Prozesse. Die Bilder tauchen dann auf. Es wird dokumentiert, fotografiert. Das ist die ehemalige Gaskammer in Mauthausen. Das ist der Lagerkommandant Franz Ziereis, der hier verhört wird am Totenbett. Und das unten ist so wie die Friedhof oder so ein Gedenk. Hier haben die SS-Männer früher Fußball gespielt und nach der Befreiung sind ca. 2000 Häftlinge an den Folgen der Haft gestorben. Ja? Und diese Menschen, die gestorben sind, wurden von der umliegenden Bevölkerung bestattet und sollten möglichst würdevoll bestattet werden. Und dann ist dieser Friedhof entstanden für Häftlinge, die nach der Befreiung gestorben sind oder bei der Befreiung tot vorgefunden wurden. Weil die Nazis haben sie einfach verbrannt, die Asche weggeschmissen und hier wollte man gezielt was anderes machen, was würdevolleres. Für diesen Tour gibt es bestimmte Voraussetzungen, also Kinder oder... Wenn man so einen Ort besuchen will, Aha. es gibt verschiedene Möglichkeiten. Jeder kann privat, selbstständig diese Orte besuchen. Es gibt keinen Eintritt an den Gedenkstätten, das ist gratis. Wenn man eine Tour buchen möchte, kann man das tun, in verschiedenen Sprachen, auch Spanisch zum Beispiel. Man kann sich auch einen Audioguide nehmen und selbstständig durchgehen. Wir empfehlen es ab 14 Jahren. Okay. Und es gab Leute schon, die sich zum Beispiel den Tour so streng findet, so emotional nicht durchhalten konnte oder nicht so? Ja, es gibt schon immer wieder Menschen, die zum Weinen beginnen. Ja. Unterschiedlich. In Mauthausen ist das Grauen irgendwie offensichtlicher, weil ja die Gaskammer noch erhalten ist, weil die Verbrennungsöfen noch erhalten sind. Jetzt wird einem das deutlicher vor Augen geführt, was hier passiert ist, als in Melk. Ja. Melk ist ja nicht mehr so viel erhalten. Dieses Denkmal haben wir gemeinsam mit Schülern und Schülerinnen des Stiftsgymnasiums gemacht. Ja. Diese Schüler, mit denen haben wir zu den Kindern und Jugendlichen gearbeitet von Melk. Ja. Und wir wollten, dass irgendwas erinnert an diese Kinder und Jugendlichen. Ja. Also unter den Melker Häftlingen waren 114 Kinder von 9 bis 14 Jahren. Okay? 114. 114, genau, steht da. Und wir haben gesagt, das ist hier passiert, aber es erinnert nichts daran. Und schlussendlich haben die Kinder dieses Denkmal hier gestaltet. Das soll noch vielleicht verglast werden oder so, aber das ist rausgekommen. Schaut recht gut aus, finde ich. Künstlerisch. Künstlerisch, kreativ könnte man noch sagen. Wir waren zu dritt. Eine Kollegin hat die wissenschaftliche Geschichte gemacht. Ich habe die Pädagogik und Vermittlung gemacht. Und ein Kollege von mir, da sieht man ihn war der Künstler, der hat das künstlerisch angeleitet. Und da sieht man, wie das zum Beispiel entstanden ist. Das ist vielleicht auch noch erwähnenswert. Diese Skulptur zeigt die Außenlager von Mauthausen. Kannst du dich erinnern an die Karte mit den Punkten? Jedes von diesen Dreiecken ist ein Außenlager des KZ Mauthausen. In Rot ist das KZ Mauthausen und geschichtet sind die ganzen Nebenlager. Weißt du, was ich meine? Okay, ja. Und das ist wie so ein Wegweiser zu verstehen. Da siehst du zum Beispiel, hier ist zu uns gerichtet Melk. Siehst du das? Ja. Genau. Und da sind die anderen Nebenlager, was es halt so gibt. Ne? Und wir nennen sie Außenlagerstele, soll an allen ehemaligen Standorten aufgestellt werden. An einigen steht sie schon, an den meisten noch nicht. Also in Linz waren mehrere.
Eins, In Linz zwei, waren 3, ja. drei. 3 kleinere. Und in Wien? In Wien waren auch fast kleinere, mehrere kleine, ich glaube 4 oder 5. Kommt darauf an, was man alles zählt. Wien-Simmering, Schönbrunn, Floridsdorf. Genau. Das Gebäude wurde als Krematoriumsgebäude errichtet. Ja? Das heißt 1944, ein halbes Jahr nach Gründung des Lagers, waren so viele Tote hier vor Ort schon, ja, dass man die Toten nicht mehr nach Mauthausen bringen wollte, extra um sie dort zu verbrennen. Also hat man hier einen eigenen Ofen errichtet. Ja? Und man hat dann in diesen Ofen ca. noch 3500 Menschen verbrannt. Du hast ihn ja schon gesehen, den Ofen. Und nach dem Krieg wollte die Stadt Melk oder Österreich, kann man eigentlich sagen, als Ganzes, diesen Ort wegräumen. Ja? Weil er ist ungemütlich, er erinnert an diese Verbrechen, er ist nicht schön und man will mit dem nichts mehr zu tun haben. Ja? Und die Häftlinge, die ehemaligen, die Befreiten, die Überlebenden sagen aber im Gegenteil, nein, der Ort ist extrem wichtig, der muss erhalten bleiben, weil er an eben diese Verbrechen erinnert, weil er an das Leid und die Tapferkeit unserer Freunde erinnert. Ja? Dieser Ort muss erhalten bleiben. Und dann stellt sich schnell heraus, diese Orte sind vom internationalen Interesse. Ja? Und es ist nicht mehr so einfach, das national einfach abzutragen. Ja? Und an vielen Orten gehen diese steinernen Zeugen verloren. Hier in Melk wird der Kampf um Erinnerung gewonnen, sodass dieses Gebäude noch heute erhalten ist. Aber das ist nicht selbstverständlich. Ja. 1963 wird es unter Schutz gestellt. Okay. Und dann passiert hier nichts jahrzehntelang, außer ehemalige Häftlinge und Überlebendenverbände kommen hierher, um zu erinnern. Aber so die Bevölkerung oder Schüler kommen fast gar nicht her in diesen Jahrzehnten. Auch hier beginnt es erst so richtig in den 90er Jahren. Ja. Mein ehemaliger Professor an der Uni, der Bertram Perz, der hat als erster Historiker begonnen, das Lager Melk zu erforschen. Ja. Und der hat seine Dissertation, seine Doktorarbeit über dieses KZ geschrieben. Und seitdem gibt es überhaupt so etwas wie eine wissenschaftliche Grundlage. Ja. Und als Produkt seiner Doktorarbeit hat er auch diese Ausstellung da drinnen realisiert, die quasi seit den 90er Jahren von Bertram Perz und einen Kollegen da drinnen realisiert wurde. Okay? Und unser Plan ist, dass wir diese Ausstellung, sie ist schon sehr alt, vieles wird man heute anders zeigen, gewisse Zahlen sind nicht mehr ganz richtig, dass wir diese Ausstellung archivieren, bewahren, ja, eine moderne und zeitgemäße Ausstellung aber neu konzipieren und in Objekt 10, wo wir waren, eröffnen. Ja, das ist Zukunftsmusik, vielleicht 2026, 2027, wird noch dauern, aber das ist langfristig der Plan. Was wird dann hier? Hier soll der Ort wieder, heute hat er ja die Funktion des Gedenkens, mit der Ausstellung aber auch die Funktion des Lernens. Ja. Wir möchten das Lernen rausnehmen und den Ort wieder zu einem Ort des Gedenkens, der von mir aus auch Kontemplation machen, ja, und weniger da drinnen lernen, im eigentlichen Sinne. Ja, hier wurden nur jene verbrannt, die im KZ Melk Häftlinge waren. Hier, okay. Ja. Hier wurden nur Häftlinge verbrannt. Ja. Und die Häftlinge sind nicht aus der Umgebung gekommen, die Häftlinge sind ja meistens aus Ländern aus ganz Europa gekommen. Aber war zum Beispiel die Leute, die Juden zum Beispiel, die hier in Österreich gelebt haben, wurden sofort nach Mauthausen zum Beispiel gebracht? Nein, die Juden in Österreich hat man zuerst zusammengefasst, registriert, zusammengefasst und dann hat man die Juden aus ganz Österreich in Wien gesammelt, in Sammelwohnungen, kann man sagen. Ja? In so nicht richtige Ghettos, immer so Sammelwohnungen. Ja? Und dann hat man überlegt, was machen wir jetzt mit den Juden? Ja? Man war sich ja lange nicht sicher, was man wirklich mit den Juden macht. Ja? Und 1941 spätestens dann beschließt man bei der Wannsee-Konferenz, die Juden in Europa zu vernichten, zu töten. Ja? Und wenn man so viele Menschen töten will, muss man auch die Infrastruktur errichten, die Vernichtungsanstalten, die Lager wie Auschwitz-Birkenau.
Und wie diese Lager fertig geworden sind, ja, hat man begonnen, die Juden Europas dorthin zu bringen und sie dort zu ermorden. Das heißt, die Juden aus Österreich sind nicht nach Mauthausen gekommen, weil es ein Arbeitslager ist. Die Juden aus Österreich sind wie andere Juden auch in die Vernichtungslager im Osten, im heutigen Polen oder Weißrussland gekommen. Jetzt verstehe ich. Ja. Wie das Die alles- Juden aus Melk, die früher da gelebt haben, die waren schon tot, wie das Lager hier errichtet wurde. Ja. Weil die wurden Vernichtung schon der weggesammelt. Juden war großteils 42, 43 hat das stattgefunden. 44 waren die meisten schon ermordet, die noch in Europa gelebt haben. Ja, da waren dann noch die ungarischen Juden am Schluss. Aber wie gesagt, die Juden von Melk und Österreich waren zum Zeitpunkt, wie man das hier errichtet hat, schon tot oder ausgewandert. Also man hat sie nicht lebendig verbrannt in der Regel, das war nicht der Fall, sondern nur Leichen. Leichen. Ja. Ja, das ist die Ausstellung. Was wir da hinten sehen, ist die Wand der Namen. Das heißt, an dieser Wand sind die Namen aller Häftlinge, die in Melk gemordet wurden und die uns bekannt sind. Okay? Das sind knapp 5000 Namen, ein bisschen weniger. Und das ist eben der ehemalige Verbrennungsofen. Wenn du magst, schau dich einfach um in der Ausstellung und wenn du was wissen willst, kannst gerne fragen. Noch, also kann man irgendwo in eine Webseite lesen oder wie? Ja, Website nicht, aber beim Archiv kann man gewisse Dinge anfordern. Ja. Ein öffentliches Archiv eigentlich, das heißt Raum der Namen. Das ist, kannst du über dein Handy kannst reingehen, Raum der Namen, und dann kannst du nach Namen suchen. Ja. Und dann spuckt das alle Namen aus von Häftlingen, die im Melk Mauthausen ermordet worden sind. Raum der Namen Mauthausen. So schaut der aus, kannst du auch reingehen. Genau, und dann geben wir da einen Namen ein, was sagen wir? Müller vielleicht? Ich wollte eine. Oder, und da kannst du natürlich jeden Namen eingeben, ne? Den Namen, weiß ich nicht, wie deine Frau heißt und so. Man findet sehr viele. Und hier wurde einfach das Körper. Das war der Leichenkühlraum, durch die doppelte Wand auch erkennbar. Also hier wurden die Leichen zwischengelagert. Hier wurden die Goldzähne gezogen, die Leichen eigentlich aufgelegt, Zahngold rausgebrochen. Das war alles, was hier groß passiert ist. Genau. Da drüben war eine kleine Schreibstube und da war ein WC, auch damals schon. Genau. Hier haben wir ein bisschen eine Ausstellung zum Stollensystem. Ja. Also diese Tunnels sind. Sie existieren, aber man kann offiziell nicht reingehen. Das ist doch die Entfernung Melk, Roggendorf. Manche Leute seilen sich ab durch die Decke. Es muss irgendwo ein Loch geben oben im Tunnel und es seilen sich immer wieder Menschen ab und veröffentlichen Video auf YouTube. Das so Dark Places Sachen sind das. Aber erlaubt ist es nicht, beziehungsweise vielleicht, also schon auch, würde ich sagen, gefährlich wahrscheinlich. Ja, und das war so ein Werkzeug. So. Genau, das war das Produkt. Ja. Das war so ein Kugellager. Genau. Für das alles haben wir das gemacht. Und das war so ein Presslufthammer, ja, zum Ausarbeiten. Das sind Zeichnungen von Häftlingen, die Häftlinge angefertigt haben. Hier in Melk. Ja, also die haben die Zeichnungen, wir wissen es teilweise nicht, ob sie zur Lagerzeit entstanden sind oder danach, aber die Häftlinge stammen von Häftlingen, sehr oft von Franzosen. Die Nazis glaubten, dass eigentlich die deutsche Bevölkerung, nicht die Weiße, also weiß, weil Franzosen waren auch Weiße, Russen auch, nicht nur Weiß, sondern Deutsche. Ja, also man hat gesagt, da gab es verschiedene Theorien und so einig waren sich die Deutschen da auch nicht. Es ging schon um die arisch-nordische Rasse. Ja? Also sie haben zum Beispiel Skandinavier auch als rassisch verwandt oder quasi gleichwertig gesehen. Ja? Auch die
Franzosen oder Engländer, die Engländer waren ja auch nichts anderes wie ausgewanderte Deutsche, großteils sah man als artverwandt an. Ja? Also sie dachten schon an die arische Rasse, die nicht nur die deutsche Nation umfasst, ja, aber sie dachten auch politisch im Sinne des Reiches. Ja, und so wollte man das Reich vergrößern und gleichzeitig die Rasse. Ja. Genau. Bei den Südländern, ja, wie Italiener, Spanier, die sah man schon wieder als etwas, ja, genau. Okay. Aber Eine Mischung, ja, alles in Mischung, aber natürlich schon, die hat man schon mit Attribute wie faul und arbeitsscheu, wie man es heute ja auch noch sagt, ja, verbunden. Ja. Und genau, also ein sogenannter Arier musste kein Deutscher sein, er konnte auch woanders leben. Ja, zum Beispiel. Hier siehst du es nochmal, das ist nicht mehr ganz korrekt, aber gibt trotzdem einen guten Überblick. Hier sieht man die Häftlinge, die toten Häftlinge nach Nationen gegliedert. Ja. In Mauthausen waren auch Chinesen vereinzelt. Ja. Es waren auch vereinzelt Kubaner in Mauthausen. Es waren kein Mexikaner? Mexikaner wüsste ich nicht, nein. Aber ein paar US-Amerikaner waren wenige, aber ein paar waren. Und die waren Leute, die hier schon gelebt haben? Nein, das waren Soldaten. Ah, okay. Sind als Kriegsgefangene gekommen.